Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Visum, wenn man nach Japan gehen will und im Kloster für vielleicht 3, 5, sogar 10 Jahre praktizieren will? Zum Beispiel in Antaiji. Das ist die Frage, um die es im heutigen Video gehen soll. Und ich beziehe mich dabei auf einen Kommentar, den ich erstmal vorlesen möchte. Mich würde mal interessieren, wie das mit dem Visum in Japan aussieht, wenn man vorhat, längere Zeit in Antaiji zu bleiben. Immer wenn so eine Frage mit mich würde mal interessieren beginnt, geht bei mir der Schlauchbootfragendetektor los. Warum das so ist, darüber habe ich schon gesprochen. Ich werde vielleicht auch in diesem oder einem der folgenden Videos darauf zurückkommen, warum ich immer Zweifel habe, wenn jemand seine Frage mit ich habe da mal eine Frage, mich würde mal interessieren, beginnt. Aber erstmal zur Frage selbst, erstmal zum Thema. Wie funktioniert das mit dem Visum, wenn man nach Japan gehen will, um zum Beispiel in Antaiji zu bleiben? Gibt es da Sonderregelungen für die Ausübung religiöser oder kultureller Praktiken oder irgendeine andere gangbare Option? Auf der Website von Antaiji gibt es kaum brauchbare Informationen darüber. Man soll sich halt selbst darum kümmern. Erstmal bis dahin. Ihr findet einen Link zu der entsprechenden Seite auf der Website von Antaiji. Den größten Teil von den Texten, die man findet auf der Website, das stammt noch von mir, als ich der Abt war. Und da schreibe ich eben auch über die Voraussetzungen, was es da für Voraussetzungen gibt, wenn man nach Antaiji kommen will. Und ganz unten findet man auch diesen Teil über Visabestimmungen. Und ganz am Anfang, als ich diese Website gebaut habe, da war ich noch so ein bisschen, wie sagt man, kundenfreundlicher und habe gesagt, ja, für Deutsche gelten die und die Regeln. Wenn ihr aber nicht aus Deutschland kommt, aus anderen EU-Ländern diese Regeln und dann für andere Länder gelten diese Regeln. Das Problem ist, diese Regeln, die ändern sich alle paar Jahre. Das heißt, wenn jemand wirklich nach Antaiji kommen will, dann sollte er sich vielleicht am besten selber informieren, wie das dann läuft mit dem Visum. Und ich habe dann auch einen Link angebracht auf der Website von Antaiji, der ist immer noch da, zum Immigrationsbüro. Da kann man sich dann selber informieren, welche Regelungen gelten für Deutsche, welche Regelungen gelten für türkische Staatsbürger und wie ist es mit einem Mexikaner. Wobei, da komme ich auch gleich noch zu sprechen drauf, da gibt es auch immer wieder Ausnahmen. Aber meine Bitte oder meine Idee war, wenn ihr nach Japan auswandern wollt, für 3, 5, vielleicht sogar 10 Jahre, macht euch selber mal im Voraus ein bisschen schlau, was damit alles verbunden ist. Und dazu gehört eben auch, sich darüber zu informieren, welche Visabestimmungen es gibt in Japan. Aber weiter mit dem Kommentar. Soweit ich weiß, ist das mit den Visa in Japan recht schwierig. Man könnte ein Working Holiday Visa bekommen. Allerdings weiß ich gerade nicht mehr, wie lange das dauern darf. Und auch darüber solltest du dich dann informieren. Aber das geht ja auch nur, wenn man zwischen 18 und 30 Jahre ist. Gerade in dieser Altersgruppe der 30-Jährigen sehe ich da wenig Optionen. Ich selbst bin aktuell 31 und könnte theoretisch noch nach Antaiji und kann auch noch ein paar Brocken Japanisch, welche ich allerdings vorher noch mal ordentlich auffrischen müsste. Also die offizielle Regelung ist, kommt bis ihr 40 seid und lernt ein Mindestmaß an Japanisch, so dass ihr euch wenigstens mit Händen und Füßen verständigen könnt, denn sonst lernt ihr nicht dazu.
Allerdings steht hier, bin ich echt ratlos, wie das mit dem Visa funktionieren soll. Also, wenn er unter 30 wäre, hätte er noch ein Working Holiday Visum beantragen können. Allerdings, er ist 31. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wie gesagt, ne, eigentlich wäre es toll, wenn dich das wirklich interessiert, ne? Wenn du wirklich mit dem Gedanken dich trägst, nach Japan zu gehen. Wenn du selber mal zu der Website der Immigrationsbehörde gehst von Japan, beziehungsweise heutzutage gibt es ja auch viele verschiedene Versionen von künstlicher Intelligenz. Das ist so eine der Fragen, da könnte man auch mal auf gut Glück die ChatGPT oder Grok oder DeepSeek stellen. Und natürlich so eine künstliche Intelligenz, die erzählt einem auch manchmal Stuss, ne? Aber wenn du mehrere miteinander vergleichst und das stimmt miteinander überein, könnte es sein, dass die Info stimmt. Ne? Aber jetzt einmal aus der Position des ehemaligen Abtes von Antaishi. Ne? Wie kommst du überhaupt rein nach Japan? Du musst im Voraus kein Visum beantragen, sondern wenn du EU-Staatsbürgerschaft hast, bekommst du bei der Einreise 90 Tage Touristenvisum. Das steht auch auf der Website von Antaishi. Ne? Und als Deutscher kannst du die in der Regel um 90 Tage verlängern. Ich sage das in der Regel, weil es gab auch schon Fälle, wo sich das Einwanderungsbüro doof gestellt hat und gesagt, nö, Touristenvisum gibt es nur für 90 Tage. Du musst jetzt ausreisen. Woran das liegt, ne, weiß ich nicht. Könnte sein, dass die Sachbearbeiter selber schlecht informiert sind und nicht wissen, dass es für Deutschland und manche Länder diese Regel gibt, dass man diese 90 Tage verlängern kann. Ne? Oder ob die Leute einfach so ein bisschen, wie soll man sagen, bossig, ne? Da alle aufgetaucht sind im Büro, ich will jetzt meine Verlängerung haben und dass die so genervt waren, dass sie gesagt haben, nö, weiß ich nichts von. Ne? Aber in der Regel, wenn man einigermaßen freundlich ist, man hat vielleicht auch ein Papier vom Kloster Antaishi, dann kriegt man nach den ersten 90 Tagen nochmal 90 Tage als Tourist, 180 Tage. Was passiert dann? Es heißt ja auf der Website, ihr sollt mindestens 3 Jahre bleiben. 180 Tage ist ja nur ein knappes halbes Jahr. Was passiert dann? Es gibt die verschiedensten Visa-Optionen und das, was du in der Regel bekommst, wenn du im Kloster praktizierst, das nennt sich auf Englisch Cultural Studies, also kulturelle Studien oder nee, Activities, ne? Also kulturelle Aktivitäten. Das Visum bekämst du auch, wenn du zum Beispiel Teezeremonie lernen willst oder Bogenschießen im traditionellen Sinne. Ne? Also alle Menschen, die in Japan traditionelle japanische Kultur lernen möchten, die bekommen dieses Visum. Oder was heißt, sie bekommen es? Du musst es beantragen. Ne? Und um das zu beantragen, brauchst du einen Bürgen. Jemand, der entweder Japaner ist oder in meinem Fall, ich konnte auch Bürger sein, also du musstest selber Aufenthaltsgenehmigung haben in Japan. Und du bist in der Regel dann auch derjenige, der die Lehrerfunktion hat. Ne? Also in der Regel wirkt dann der Lehrer auch als Bürger. Und was du auch noch brauchst, ist, du brauchst einen gewissen Betrag auf deinem Bankkonto. Allerdings steht nirgends genau, wie viel das ist. Ne? Also wenn du die Einwanderungsbehörde fragst, wie viel Geld brauche ich denn, um dieses Visum zu beantragen, du kriegst keine klare Antwort. In der Regel 4-stellige Beträge in Euro reichen. Ne? Und du brauchst auch nur eine Bestätigung von deiner Bank, dass an einem bestimmten Tag das Geld auf dem Konto war. Also theoretisch würde es reichen, wenn du deinen großen Bruder oder deine Eltern bittest, dir für einen Tag das Geld auf das Konto zu überweisen. Dann lässt du dir eine Bestätigung von der Bank ausstellen, dass du, was weiß ich, 5.000 Euro hast auf dem Konto und am nächsten Tag überweist du das Geld zurück. Und dann gehst du mit dieser Bankbestätigung
und der Bürgschaft deines Lehrers und einem Lebenslauf und der Abschlussurkunde deiner letzten Schule. Wenn du einen Uni-Abschluss hast, umso besser. Ne? Wenn du nur Abitur hast, dann eben mit dem Abitur oder einer Kopie von dem Abitur. Ne? Also verschiedene Materialien musst du da zusammentragen. Und wie gesagt, die Info findest du auf der Website der Immigrationsbehörde. Ne? Wenn du das Zeug zusammen hast, beantragst du das und in der Regel ein paar Wochen später bekommst du einen Bescheid. Und wenn alles stimmt, in der Regel bekommst du dann für ein Jahr das Kulturvisum. Und was machst du nach einem Jahr? Dann kannst du die Verlängerung beantragen. Das brauchst du wieder dieselben Papiere und auch Papiere von deinem Bürgen. Und dann kriegst du es in der Regel für ein zweites Jahr. Oft, in meinem Fall, auch im Fall von anderen Mönchen und Nonnen in Antaiji, kannst du dann nach 2 Jahren ein bisschen Probleme bekommen. Ne? Was mir passiert ist, was anderen in Antaiji passiert ist, ist, dass nach 2 Jahren wirst du dann gefragt, ja, du bist jetzt schon 2 Jahre in Japan. Jetzt müsstest du ja langsam mal das Herz-Sutra auswendig können. Vielleicht wird es ja langsam mal Zeit, dass du zurückgehst nach Deutschland. Da kannst du ja dein Dojo aufmachen. Du müsstest ja inzwischen alles gelernt haben, was es da so zu lernen gibt. Ne? Die Roben anlegen, das Kessa tragen, Sazen machen. Ne? 2 Jahre müssten eigentlich reichen, um das zu lernen. Und jetzt sind wir leider wieder vor der 12-Minuten-Grenze. Das heißt, ich komme morgen auf diese Frage zurück. Ne? Wie funktioniert das eigentlich mit dem Visum? Wie bekommt man, wie schafft man das? 3 Jahre, vielleicht sogar 5 oder 10 Jahre oder so wie ich inzwischen 30 Jahre in Antaiji zu bleiben.